In diesem Video klären wir in wenigen Minuten den Unterschied zwischen einem Rennrad und einem Gravelbike und geben am Ende eine Empfehlung, für wen sich welches Rad eignet. Zunächst zum Grundsätzlichen. Beide Radarten sind in den Materialien Aluminium, Carbon, Titan oder Stahl am Markt verfügbar. Rennräder sind grundsätzlich leichter, aerodynamischer geschnitten, haben schmalere Reifen und sind optimiert für Geschwindigkeit auf Asphalt. Gravelbikes sind vielseitiger, haben einen robusteren Rahmen, breitere Reifen und sind vielseitig auf Geländearten einsetzbar. Werfen wir einen Blick auf die Geometrie. Rennräder haben eine aggressivere Sitzposition. Woran erkennt ihr das? An der Sattelüberhöhung. Der Sattel ist deutlich höher als der Lenker. Das bringt euch beim Fahren in eine sehr aerodynamische Position, die aber auf lange Sicht recht unkomfortabel sein kann. Gravelbikes haben nicht eine solch hohe Sattelüberhöhung. Der Sattel ist ungefähr ähnlich hoch wie der Lenker. Das gibt eine komfortablere Sitzposition, aber auch etwas weniger Geschwindigkeit. Nun zu den Reifen und Laufrädern. Rennräder haben schmalere Reifen und meist slicke Profile, also nahezu kein Profil. Der Luftdruck ist hoch gewählt, damit man eben kaum Rollwiderstand hat. Außerdem sind die Felgen oft höher, was für mehr Aerodynamik sorgt. Gravelbikes haben breitere Reifen, dabei meist mit Profil gefahren. Der Luftdruck ist etwas geringer, damit Federung insbesondere auf Schotterwegen aufkommen kann. Und es geht nicht so sehr um Aerodynamik, sondern vor allen Dingen um die Vielseitigkeit. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, auf einem Gravelbike Reifenprofile ohne Profil aufzuziehen und sie voller zu pumpen, sodass ihr damit etwas schneller fahren könnt auf Asphalt. Kommen wir zum wichtigen Thema Schaltungen. Moderne Rennräder haben meistens eine Zweifachschaltung vorne, bedeutet, ihr könnt zwischen 2 oder sogar 3 Blättern wählen und hinten eine kleine Kassette, wo ganz viele kleine Gangabstufungen möglich sind. Hier reden wir über Schaltungen, die eher auf Kraft am Berg setzen. Ihr müsst also schon ein bisschen Oberschenkel mitbringen. Der leichteste Gang vom Rennrad ist nicht so leicht wie der vom Gravelbike. Beim Gravelbike haben wir meistens vorne ein Blatt. Das heißt, ihr müsst euch nicht überlegen, wo ihr vorne die Kette noch hinschaltet, sondern nur hinten eine Kassette, die dann aber eine große Bandbreite hat und vielseitig ist. Die Schaltungen sind eher dem Mountainbike nachempfunden und eignen sich für verschiedene Geländearten. Das heißt, man kommt eben auch am steilen Berg mit dem einfachsten Gang leichter berghoch. Kommen wir zum Einsatzgebiet und fügen dabei ein paar Punkte von vorne zusammen. Rennräder sind für Straßenfahren, für Asphalt, für Zeit und natürlich auch gerne mal für Rennen. Für all diejenigen, die einfach lange Touren auf Asphalt fahren wollen, eignet sich ein Rennrad mit seiner Leichtigkeit, seiner Aerodynamik sehr gut. Gravelbikes sind eher vielseitiger für Abenteuer geeignet, Bikepacking-Touren. Ihr habt mehr Anschraubpunkte, um zum Beispiel Taschen, Schutzbleche oder Ähnliches anzubringen. Auch ein Gepäckträger ist möglich. Viele nutzen ihre Gravelbikes auch im Alltag. Ein wichtiger Punkt sind natürlich auch die Kosten. In beiden Radarten startet ihr ca. bei 1000 € mit Neurädern. Nach oben sind aber alle Möglichkeiten offen. Es gibt auch Räder, die dabei 15.000 € kosten. Mein Tipp an euch, wählt gute Komponenten anstatt die günstigsten Komponenten. Da solltet ihr eher ein bisschen darauf Acht geben. Alternativ, wenn ihr günstig kauft, legt viel Zeit in die Wartung und Pflege eurer Räder. Dann ist das Ganze möglichst auch langlebig. Und da kommen wir zum Fazit und zur Empfehlung. Ein Rennrad ist genau dann für dich geeignet, wenn du Geschwindigkeitsliebhaber bist, wenn du eben auch Straßen liebst, wie zum Beispiel Passstraßen und dabei die Zeit eine wichtige Rolle spielt, du dabei wirklich im Strava-Game mitspielen möchtest, gewisse Zeiten von anderen Radfahrern vielleicht auch schlagen möchtest. Gravelbikes sind für all diejenigen geeignet, die gerne Abenteuer mögen. Das heißt, der Weg biegt rechts ab und ist aus Schotter, kein Problem. Ich biege einfach rechts ab und habe damit die Vielseitigkeit. Gerade haben wir witzigerweise hier auch 2 Bikepacker getroffen. Auch das ist ein großer Aspekt, mit diesen Rädern längere Reisen einzugehen. Für mich ganz persönlich ist es so, dass wenn ich ein Rad auswählen müsste, würde ich eher auf ein Gravelbike gehen, denn dabei bekommt man im Grunde mehr Bang for the Bucks und ihr habt auch die Möglichkeit, die Reifen eben auf slicke Profile umzurüsten und dann zumindest ein bisschen weniger Rollwiderstand auf Asphalt zu haben, wenn es mal eine längere Tour sein soll, wie zum Beispiel München-Gardasee, wo wir mit dem Gravelbike und eben Slicks gefahren sind. Oder das andere Beispiel, wenn ihr mal das Gravelbike mit dem Mountainbike vergleichen wollt, hier das Video Gravel vs. Mountainbike, einfach der Vergleich, wie weit man denn vielleicht mit diesem Rad auch gehen kann.
Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Alle Fragen unten in die Kommentare. Abo setzen und tschüss.